Hallo, das ist ein Akkuschrauber. Oh, da möchtest du mit Nüssen arbeiten? Das klingt komisch. Aber ich habe keinen Ausschlag. Wo? Auf dem Rücken? Nee, auf dem Gerät. Haha. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute diesen Akkuschrauber von Metabo an, speziell für Metallbearbeitung, denn das hier ist der stärkste und schnellste der Welt. Es geht also um den neuen Akkuschrauber von Metabo, speziell für das Thema Metallbearbeitung, weil die Funktion, die der hier hat, brauchst du bei einem normalen Akkuschrauber nicht, aber hier ist es so, dass der hier quasi rückwärtskompatibel ist. Alles, was ein normaler Akkuschrauber kann, wie der hier, das kann der hier auch. Und das finde ich schon sehr besonders. Das ist eigentlich ein Spezialist für Metallbearbeitung. Aber es ist ein Allrounder. Wenn du Metall machst, kannst du mit dem trotzdem normal bohren, normal auch Schlagbohren, ich wollte schon Bohrhämmern sagen, Schlagbohren. Und du kannst damit eigentlich alles machen, was du normal kennst. Sodass du einen Akkuschrauber hast für alles. Und das finde ich schon wirklich cool. Aber lass uns das Gerät mal im Detail anschauen. Wir fangen mal vorne an. Erst einmal, wir haben hier einen normalen Akkuschrauber. Übrigens ein Akkuschrauber mit einem Quick-Aufsatz. Das heißt, wir können hier verschiedene Aufsätze drauf tun, um entsprechend hier für verschiedene Dinge gewappnet zu sein. Hier zum Beispiel Aufsatz für Nüsse. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ist das Geräusch nicht schön? Das machen wir gleich nochmal. Herrlich, oder? Aber Spaß beiseite. Wir haben hier erstmal einen normalen Akkuschrauber. Das heißt, ich drücke hier vorne drauf, dreht sich. Eigentlich relativ simpel. Aber ich kann hiermit auch schlagen. Also ich habe hier eine Schlagfunktion. Ich kann es hier also ergo auf diese Funktion stellen und schon kann ich hier auch mal ein Loch in eine Wand bohren, in etwas härteres Material reinkommen und so weiter und so fort. Das funktioniert. Ich habe hier aber Folgendes, ich habe hier einen 3-Gang-Akkuschrauber. Wenn ich im ersten Gang bin, das finde ich super wichtig, hat er aber in Gänsefüßchen nur 4450 Umdrehungen. Das ist genauso wie bei einem normalen Akkuschrauber. Häufig ist es bei solchen Geräten so, dass der erste Gang so ein bisschen merkwürdig ist. Entweder ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell. Schon bei 550 Umdrehungen kommt einem das ein bisschen komisch vor, weil im ersten Gang möchte man also eine gewohnte Geschwindigkeit haben. Wenn er zu schnell ist, dann ist er auch schlechter zu handhaben, finde ich zumindest. Auch im zweiten Gang hat er 2000 Umdrehungen, auch wie normaler Akkuschrauber. Die haben immer so zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen und du kannst ihn auch dort normal als Akkuschrauber benutzen wie im zweiten Gang. Alles kein Problem, du kannst damit arbeiten. Ja? Hier zum Beispiel hier im Bohrer rein, zum Beispiel kannst du ja auch wieder eine Bitaufnahme hier rein tun und so weiter und so fort. Hast dann erster, zweiter Gang ganz normal. Und dann kannst du auch nochmal hier in den dritten Gang, in den Highspeed-Modus stellen und hast dann Folgendes, dann hast du 4000 Umdrehungen. Und wenn du im Markt mal vergleichst, andere Geräte dieser Klasse, beziehungsweise die für Metall gedacht sind, um auch wirklich mal mit 4000 Umdrehungen im Extremfall die haben halt einfach mal weniger Umdrehungen. Die haben also Metallbohr-Akkuschrauber, sagt man das so? Schreibt mal unten in die Kommentare, wie würdet ihr das denn nennen? Naja, die haben auf jeden Fall in der Regel weniger Umdrehungen und weniger Kraft, denn wir haben hier ein Gerät mit 130 Newtonmeter. Wenn wir uns zum Beispiel so einen klassischen Konkurrenten angucken von Fein, der hat nur 90 Newtonmeter und hat nur 3850 Umdrehungen. Das heißt, er hat auf jeden Fall viel weniger Kraft und ein bisschen weniger Umdrehungen. Oder. Insofern ist das hier wirklich so ein Einhorn, weil er kann alles, was ein Akkuschrauber kann und er kann zusätzlich noch mit Metall arbeiten. Und dass er mit Metall arbeiten will, das merkt man an einer Sache, und zwar hier am Bohrfutter. Ich habe hier ein richtig gutes Röhm-Bohrfutter, und zwar das Supra SK. Und dieses Bohrfutter hat einen riesen Vorteil. Mit einem normalen Bohrfutter steckst du hier einen Bohrer rein, meinetwegen zum Beispiel einen Gewindebohrer und möchtest dann ein Loch bohren. Und was passiert? Es kann sein, dass es dann irgendwie durchrutscht und dass es nicht richtig angezogen werden kann und so weiter und so fort. Mit diesem Bohrfutter hast du das Problem nicht. Ja? Wenn so ein Gewindeschneider halt einsetzt, als Beispiel, seht ihr das ja auch in der Einblendung, es ist so, dass ihr habt es nicht perfekt festgezogen von Hand, dann zieht dieses Bohrfutter sich selbst nach, sodass ihr eine ultra feste Verbindung habt und könnt wunderbar damit arbeiten und müsst nicht machen und nochmal nachziehen und ziehen und ihr kennt das doch, oder? Das ist echt nervig. Das müsst ihr hier nicht machen und das ist eine tolle Sache. Wie ernst das Bohrfutter das meint, seht ihr daran, dass es einer der wenigen Akkuschrauber ist auf dem Markt, wo ihr wirklich einen Schlüssel habt, um das wieder zu lösen. Das heißt, wenn ihr das hier festgezogen habt, beziehungsweise es sich selbst nochmal nachgezogen hat, dann könnt ihr mit dem Schlüssel das entsprechend hier wieder lösen.
Eine ganz tolle Sache, zeigt aber auch, der meint's ernst. Das Gerät hat eine extrem wichtige Funktion, vor allem für Metallbearbeitung. Dann stellt euch mal vor, ihr habt ja einen schönen 16er Bohrer, denn ihr könnt hier maximal 16er Löcher mit bohren. Dafür ist das Gerät gedacht. 16er geht im Metall rein und dann verkantet sich das Ganze. Was passiert dann? Das Gerät dreht in diese Richtung, dann macht das so, so, so und dann wird es unangenehm für meine Schulter, für meinen Ellbogen und vor allem für mein Handgelenk, wenn ich das so merke. Das ist blöd. Und genau dafür gibt es den sogenannten Rückschlagstopp oder die Funktion, die den Rückschlag verhindert. Ich zeige euch das jetzt mal. Das Gerät ist jetzt an, ihr hört es ja vor allem. Und dann habt ihr eine elektronische Sicherung, dass das Gerät eben nicht diese Bewegung macht. Und ihr habt auch gesehen, er stoppt sofort. Schaut nochmal. Das ist wirklich eine Kleinigkeit, das ist ein ganz kleines bisschen und schon hört er auf. Das finde ich eine super Sache. Es ist aber nicht so, dass er das zu früh macht, finde ich zumindest. Wir haben schon häufig mit diesem oder auch mit dem Gerät gearbeitet und das ist so, dass du sagst, so normal arbeiten, kein Problem. Wenn es aber dann zu extrem wird, dann fängt er an, hier das Ganze zu machen. Und das ist gerade wirklich bei Metall eine echt tolle Sache. Kommen wir noch zu anderen tollen Sachen und zwar, wir können hier verschiedene Aufsätze verwenden oder erst einmal, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir können das Gerät auch ohne Aufsatz verwenden. Denn jetzt könnte man sagen, was ist denn das hier vorne eigentlich? Da kann man jetzt ja nur den Aufsatz reintun. Nee, wir können jetzt auch schon Folgendes machen. Wir können hier einfach ein Bit reinsetzen und können jetzt auch schon arbeiten. Und wenn wir jetzt hier vorne das wunderschöne Bohrfutter uns hier angeschaut haben, beziehungsweise die Funktion angeschaut haben, ist es so, jetzt kannst du zum Beispiel ein Loch bohren, irgendwas machen und tun. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, dass du sagst, ja, du hast jetzt ein Gewinde geschnitten, hast dann dort irgendwas verbunden, hast irgendwas benutzt. Und wenn ihr ein Gewinde geschnitten habt, braucht ihr natürlich dann entsprechend auch einen passenden Aufsatz, um jetzt weiterzuarbeiten. Ja? Ihr wollt ja die Schrauben jetzt meinetwegen befestigen oder schon mal anziehen, bevor es mit dem Schlagschrauber oder mit dem Drehmomentschlüssel dann wirklich festzieht. Dafür hast du diesen Aufsatz, einfach hier wie gesagt drauf tun. Es gibt auch die passenden hier von Metabo, übrigens auch in einer echt schönen Verpackung hier, passende Nüsse. Ja. Tun wir jetzt hier einfach drauf und können dann damit arbeiten. Du kannst aber mit dem Aufsatz auch noch Folgendes machen, deswegen ist so ein Multiwunder. Du kannst einfach die Nuss abziehen und kannst hier sogar vorne ein Bit wieder einsetzen, um schnell einfach weiterzuarbeiten. Jetzt brauche ich mal ein Bit, okay, so ab, jetzt brauche ich meine Nuss und dann geht es einfach weiter. Finde ich schon sehr clever gelöst. Weil ich es vorhin noch nicht erwähnt habe, natürlich gehört ein Handgriff mit dazu, mit zum Lieferumfang von dem Gerät. Brauchst du auch, überlege mal, 4000 Umdrehungen, dass du auch teilweise schwere Arbeiten hast, da möchtest du schon wirklich mit Handgriff arbeiten. Handgriff ist übrigens ein gutes Thema. Hier einfach festziehen und kannst du auch an verschiedenen Stellen einrastern und arbeiten. Handgriff ist ein gutes Thema, denn jetzt wird es, glaube ich, noch ein bisschen ernster. Ich habe ja gesagt, das ist so ein Allrounder. Du kannst damit ja so ziemlich alles machen, was du mit einem Akkuschrauber machen kannst. Das heißt also, dass die großen Aufsätze wie der hier und der hier auch da drauf passen. Das heißt, hier kannst du zum Beispiel um die Ecke damit schrauben. Das kannst du auch hier einfach aufsetzen. Moment, das geht immer sehr gut, wenn man kurz mal dreht. So, fest. Und so, jetzt kannst du nach oben schrauben. Dasselbe können wir hier mit dem Exzenter-Aufsatz machen. Den können wir hier auch aufsetzen an eine entsprechend passende Position. So, und können damit entsprechend schrauben. Das heißt, wir können sehr eng an einer Oberfläche oder einem Boden, was auch immer, hier schrauben oder auch mit bestimmten Bohren natürlich dann auch noch wieder bohren. Und jetzt fragen sich einige, oder nein, ich kam ja eigentlich davon, von dem Griff, auch hierfür gibt es einen Griff, den du hier einsetzen kannst, damit du auch hier vernünftig arbeiten kannst. Und ich habe schon einige Mal bei uns in den Videos gesehen, wo ich diesen Aufsatz hier für anderen Akkuschrauber gezeigt habe, also für andere Metabo-Akkuschrauber gezeigt habe, dass er sehr groß und sehr klobig ist. Moment. Halt, stopp! Das brauchst du. Andere Hersteller haben ähnliche Aufsätze, aber viel kleiner, eher aus Kunststoff und so weiter. Von außen zumindest. Und das Getriebe innen drin, weiß ich nicht. Hier ist es aber so, dass diese Geräte in der Regel so 60, 70 Newtonmeter so haben. Wir reden jetzt hier von einem Exzenter-Aufsatz für 130 Newtonmeter. Der überträgt also wirklich 130 Newtonmeter von hier nach dort oben. Ui. Und hier genauso muss er 130 Newtonmeter hier durch und nach oben übertragen. Da brauchst du schon richtig massives Material und das ist auch hier wirklich nichts, wo ich sage, das ist Spielzeug. Ich glaube, allein das hier wiegt bestimmt
600 Gramm. Ja, und das hier, wahrscheinlich sogar 1 Kilo, aber diese Massivität brauchst du einfach, um so stark und so hart zu arbeiten. Wir haben ja gerade von dem Zusatzhandgriff gesprochen, ja, für den Exzenteraufsatz oder von dem hier, der im Lieferumfang einfach mit dabei ist. Es gibt auch noch diesen hier. Damit, den kannst du auch hier entsprechend ansetzen. So, zum Beispiel, so, ansetzen. Hast jetzt die volle Kontrolle, kannst hier übrigens auch nochmal einfach ein Bit dran setzen. Ja, kannst hier auch eine von den Nüssen ransetzen und hast hiermit, das ist nämlich ein Getriebe hier drin, nochmal wesentlich mehr Kraft auf dem Gerät. Jetzt habe ich die ganze Zeit über die verschiedenen Aufsätze, über das Gerät und so weiter gesprochen. Du findest natürlich alle Aufsätze und auch das Gerät im ehrlichen Preisvergleich unten in der Videobeschreibung oder auf gotools.de natürlich. Und wenn ihr euch fragt, was kostet das Gerät eigentlich? Wir haben hier einen Preis, und anders. Wir haben das Gerät hier in 2 verschiedene Varianten. Einmal mit Schlag oder ohne, also mit Schlagbohrfunktion und ohne Schlagbohrfunktion. Wichtig, das ist kein Schlagschrauber. Wir reden vom Schlagbohren in Stein zum Beispiel. In diesen 2 verschiedenen Versionen gibt es das Ganze und das ist einmal 320 € in der Version ohne Schlag und 340 € in der Version mit Schlag. Für das, was das Gerät kann, wenn man sich überlegt, wir haben hier 130 Newtonmeter mit allen Funktionen, mit vor allem auch diesem wirklich krassen Bohrfutter. Also sowas findet man eigentlich an keinem Akkuschrauber, fast keinem Akkuschrauber. Allein das hier wird wahrscheinlich schon 50 bis 100 € Wert haben oder kosten, wenn man das so kaufen wollen würde. Habt ihr einen Akkuschrauber, der das Bohrfutter hat, der 4000 Umdrehungen hat, 130 Newtonmeter, 3 Gänge und alle Zusatzfunktionen inklusive des abnehmbaren Bohrfutters. Das ist schon der Hammer. Mich würde sehr interessieren, was ihr zu dem Gerät sagt. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und sollen wir das Ganze mal testen? Und wenn ja, wie sollen wir es denn testen? Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.